Ein weiteres Video zu unserem Aufenthalt in Spanien. Wir haben uns ein Auto gemietet, damit Touren unternommen und wir haben uns die Stadt Ejido zeigen lassen von einem netten Spanier. Das sind so die Hauptthemen in diesem Video. Herzlich willkommen dazu. Wir haben ja inzwischen ein Zelt, das nutzen wir gerne zum drin frühstücken oder auch zum Kochen am Abend und essen auch am Abend dort drin. Wir haben uns das Ganze so ein bisschen eingerichtet, finden das angenehm, muss man nicht haben, aber für einen längeren Aufenthalt ist es eigentlich ganz schön. Wir haben uns diese Dinge herschicken lassen hier nach Spanien vom deutschen Campinghandel. Wenn Interesse besteht, ich berichte gerne darüber. Aber wie gesagt, ich habe die Dinge gekauft, ich habe sie nicht gesponsert bekommen, nur dass da nicht wieder ein falscher Eindruck entsteht. Gern könnt ihr euch zu dem Thema in den Kommentaren äußern. Nächstes Thema, wir haben uns ein Auto gemietet, wir haben unser eigenes Fahrzeug ja nicht dabei, ganz einfach deshalb, weil wir flexibler sein möchten bei der Auswahl unserer Camping- und Stellplätze. Nicht überall kann man einen Pkw und Anhänger unterbringen und somit haben wir uns überlegt, erstmal das Fahrzeug oder unser Auto nicht mitzunehmen. Das kann sich natürlich im nächsten Winter ändern. Es gibt natürlich Camping- und Stellplätze, wo ausreichend Platz ist, so wie hier zum Beispiel auf dem Mar Azul. Hier gibt es extra einen Parkplatz für Anhänger und PKWs. Wir haben uns dieses Auto gemietet, weil wir so ein bisschen unternehmen wollen und zwar etwas weitere Ziele anfahren wollen, wo es schön ist, beziehungsweise wo man auch wandern kann. Und Geocache-Runde wollen wir ablaufen und dazu haben wir uns dieses Auto in erster Linie gemietet. Es handelt sich um einen Fiat 500 Hybrid. Wir haben ihn für eine Woche gemietet und zahlen dafür ca. 200 €. In diesem Preis ist eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung und das Herbringen und auch wieder abholen. Also man braucht sich um nichts kümmern, wird hier zum Campingplatz hergebracht und auch wieder abgeholt, das Fahrzeug. Wenn man länger mietet, dann gehen die Kosten pro Tag natürlich runter. Unsere erste Tour geht zur kleinen Stadt und schönen Stadt Niercha, ist etwa 80 Kilometer entfernt vom Campingplatz. Die Stadt liegt in Höhe vom Capo de Gata. Ursprünglich hatten wir gedacht, wir fahren da mal mit dem Wohnmobil hin und es soll dort einen Stellplatz mitten in der Stadt geben. Gut, dass wir das nicht gemacht haben, denn wir sind jetzt mit dem Pkw dorthin gefahren, wo man angeblich mit dem Wohnmobil stehen können soll und man sieht jetzt schon hier die Schilder hier auf der Wand oder an der Wand rechts, dass Wohnmobile nicht erlaubt sind hier. Und das merkt man auch sofort, wenn man hier auf diesen Parkplatz kommt. Alles viel zu eng für Wohnmobile. In einer App ist dieser Parkplatz als Stellplatz ausgewiesen. Hier sieht man das Ganze von oben von Google Maps. Also da sieht es großzügig aus, aber ist es in Wirklichkeit nicht. Also dort bitte nicht hinfahren, falls jemand die Idee hat, dorthin zu fahren mit dem Wohnmobil. Man sieht es ja auch hier, wir fahren durch die Stadt, also im Außenbereich der Stadt, wie schmal die Straßen sind, also für Wohnmobile unmöglich hier durchzufahren, teilweise zumindest. Ich habe gesehen, etwas außerhalb war ein Parkplatz, ob dort Wohnmobile stehen dürfen, weiß ich nicht, der war etwas größer. Wir haben uns dann außerhalb des Ortes einen Parkplatz gesucht, von wo aus unsere Wanderroute losgehen sollte oder losging. Eine Wanderroute in Verbindung mit einer Geocache-Runde. Wir haben keine großartige Wanderausrüstung, aber die Schuhe sollten schon die richtigen sein, wenn man so eine längere Strecke abwandern will. In der Mittagszeit ging es dann los. Wir wandern dann mit dem Handy oder die Route haben wir dann auf dem Handy. Da gibt uns natürlich die Geocache-Geschichte die Tour vor und die wollen wir jetzt abwandern. Da geht das teilweise dann aber auch über in den offiziellen Wanderweg. Hier, wo wir jetzt laufen, das ist auch noch Straße. Hier dürfen auch Autos fahren, aber diese Straße endet irgendwo, da geht es dann nicht mehr weiter. Da kann man dann nur noch umkehren und wieder zurückfahren. Auf unserer Wanderung müssen wir 400 Höhenmeter überwinden, das heißt, es geht teilweise ganz schön bergauf. Für ungewohnte Wanderer wie wir sind doch ganz schön anstrengend. Man hat immer wieder einen schönen Blick in die Landschaft, hier kann man weit schauen. Und beim Vordergrund haben wir Niercha, die kleine Stadt oder der kleine Ort.
Und dann sehen wir weiter im Hintergrund, sehen wir dann schon das Meer so ein bisschen und können es erahnen. Und wir sehen auch den großflächigen Gemüseanbau unter Folie, was hier man häufiger sieht. In Abständen von 200 bis 400 Meter finden wir dann die Geocache. Dort trägt er sich dann ins Logbuch ein und dann geht's weiter. Man sieht hier und da mal einzelne Gebäude so in der Ferne. Hier sieht man auch einen Briefkasten, aber wo die Leute hier genau wohnen, das haben wir nicht erkannt. Wilde Ziegen haben wir auch gesehen. Ich weiß nicht, ob es Ziegen sind. Sie waren aber sehr scheu. Immer wenn wir näher kamen, waren sie schnell weg. Es ist ja eine sehr trockene Region hier, aber die Bäume blühen jetzt und kriegen Blüten. Schön anzusehen, das Ganze. Wir waren jetzt schon einige Kilometer gewandert und jetzt ging es ab von dieser Hauptroute auf so eine kleine Nebenroute, die ausgewiesen ist oder mit Markierungen gezeichnet war. Hier war das Ganze schon etwas schwieriger, unwegsamer, das Gelände, aber wir sind erstmal weitergegangen. Was uns beeindruckt hat, ist die Stille. Man hat hier und da mal einen Vogel gehört zwitschern, aber ansonsten war es sehr ruhig. Jetzt kommen wir an einer Quelle an. Das Wasser wird hier irgendwie abgeleitet. Wohin, das wissen wir nicht genau. Wir haben hier nämlich aufgegeben. Der Weg wurde immer schwieriger, immer steiler und das ist nichts für uns. So haben wir hier auch noch eine Pause gemacht, haben einen Apfel gegessen, um dann den Rückweg anzutreten. Wir sind etwa 4 Stunden gewandert und haben dabei 8 Kilometer zurückgelegt. Eigentlich wollten wir uns noch in dem kleinen Ort noch ein bisschen umschauen, aber wir waren irgendwie müde und so haben wir beschlossen, wir fahren Richtung Campingplatz und haben dann nur noch mit dem Auto den Ort durchfahren. Auch hier sieht man wieder, wie eng es im Ort zugeht. Der Ort hat eine lange Geschichte, die Spuren gehen zurück bis in die Bronzezeit. Überwiegend war dieser Ort geprägt von landwirtschaftlichem Leben, was hier eben sehr hart war aufgrund der Trockenheit. Irgendwie ist man immer froh, wenn die Straßen breiter werden. Und jetzt kommen wir an den Ausgang des Ortes und uns kommt ein großes Wohnmobil entgegen. Wir waren etwas erstaunt, dass der einfach den Mut hat, hier reinzufahren. Nach circa 6 Stunden waren wir wieder zurück auf unserem Campingplatz. Wir waren erschöpft, aber zufrieden mit dem, was wir hinter uns gebracht haben. Neuer Tag, neuer Ausflug. Diesmal nicht mit dem gemieteten Auto. Es gibt eine andere Tour und da geht es jetzt gleich los. Heute ist der 7. Februar, es ist ein Freitag und wir treffen uns mit mehreren Campern hier vor dem Camping Mar Azul, denn es soll zu einer Stadtbesichtigung von Ejido gehen. Francisco holt uns mit seinem kleinen Bus ab. Wir wären eigentlich 6 Personen, wir sind 5. Owe, seine Frau Ingrid, kann leider nicht mit. Der Hund darf nicht mit in die Stadt oder beziehungsweise kann auf dieser Tour nicht mit. Und den möchten sie nicht so lange allein lassen. Deshalb sind wir nur 5 Personen. Francisco ist Spanier, spricht aber mehrere Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Und so kann er uns natürlich gut die Stadt erklären. Man kann Wünsche zur Stadtführung äußern oder Schwerpunkte setzen. Wir haben einige Dinge uns ausgesucht, die er uns zeigen soll. Unter anderem geht es in die Markthalle. Die Markthalle kennen wir, aber dort gibt es eine spezielle Sache, die wollen wir uns gerne erklären und zeigen lassen. Hier in Ejido haben, können gut verdienen, gut leben. Ja, okay. Genau. Vielleicht nicht so gut als vor 20 Jahren. Kurzer Blick auf die Karte. Wo liegt Ejido? Ganz grob zwischen Murcia und Malaga. Etwa 10-15 Kilometer entfernt vom Meer. Vielleicht einigen bekannt, hier gibt es das größte Gemüseanbaugebiet der Welt oder Europas zumindest. Und wird alles hier unter Folie angebaut. Man sieht es auch vom Weltraum aus. So groß sind die Flächen hier. Die Stadt Ejido ist etwa 15 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Man findet in der Stadt immer schwierig Parkplätze, deshalb ist es besser, wenn man jetzt so gemeinsam, in diesem Fall mit dem kleinen Bus hierher fährt. Und der Francisco hat hier eine Garage oder einen Parkplatz. Dort können wir dann gemeinsam aussteigen und von dort aus starten. Stadtführungen sind nicht die Haupttätigkeit von Francisco.
Er hat eine Sprachschule, dort unterrichtet er Spanisch und er unterrichtet auch in Almeria an der Universität. Und es war der Tag, Weihnachtstag, ja, so der 24. Die Leute waren schon in der Kirche. Oh, ja. Ja, aber wegen der Sturm, es war nass, ja, und der Turm war noch immer nicht komplett gebaut und ist gefallen. Aber glücklicherweise ist gefallen nicht diese Richtung, sondern eine andere, ja. Er hat uns auch seine Unterrichtsräume gezeigt und uns erklärt, in welchen Ländern er überall studiert hat. So ist eine von diesen 8. Ach so, so unterteilt sich das hier. Genau. Ah, ja. Almeria, Granada, Málaga, ja. Ja. Und aquí tengo un amigo. Kennen Sie das? Was ist das? Das ist ¿Sí? Lotto, oder wie? Lotto, sí, la 11. ¿Sí? Ja. Alberto, ¿cómo estás? Vengo hoy con amigos alemanes, turistas. Buenos días. ¿Sí? Le voy a enseñar un poquito la ciudad. ¿Sí? La 11. 11, sí, es la Organización Nacional de Ciegos de España. ¿Sí? Und das wurde in den 40er Jahren so mit Franco gegründet, ja, für Leute, die nach dem Krieg Leute mit Beschränkungen Behinderten hatten. Ja, genau. Und das war so eine Möglichkeit, umzuarbeiten. Ja. Und jetzt in Spanien, sie spielen eine sehr große Rolle, ja, weil es ist nur einfach Lotterie oder so. Sie haben viele Programme, um Leute zu einstellen, ja, verschiedene Projekte. Ja. So wurden auch uns alltägliche Dinge wie das Lotto hier zum Beispiel auf dem Gang durch die Stadt erklärt. Jetzt ging es weiter zum Auditorium, ein Theater mit ca. 1000 Sitzplätzen. In dem Gebäude ist auch noch ein Museum untergebracht, was wir uns dann auch noch angesehen haben. Paläolithico, verstehen Sie? Also, ich glaube, auf Deutsch ist es gleich. Paläolithico heißt alte Stein, Altsteinzeit. Und da kam Neolithico. So Neolithico, Neos ist neu, Lithos, Stein, ja, auf Griechisch. Ja. Ich kann natürlich hier nur kleine Ausschnitte zeigen, sonst wird das Ganze zu langatmig. 1500. Ja. Unser nächstes Ziel war das Rathaus. Auch dort wurde uns einiges gezeigt. Unter anderem haben wir uns auch den Ratssaal dort angeschaut. Dort wurden wir dann auch von Mitarbeiterinnen der Touristikabteilung begrüßt. Eine Dame war dabei, die in Deutschland gelebt hatte und Deutsch sprach. Ich habe 20 Jahre im Siegerland gelebt. Meine Eltern waren Gastarbeiter dort in den 60er Jahren. Ja. Ich habe dort Abi gemacht. Herzlich willkommen, ich bin die Stadträtin für Tourismus und Einkaufswesen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich habe gerade gefragt, wie lange Sie hier sein werden und möchte, dass Sie in Ihrem, wenn Sie hier jetzt sind, auch sehr viel sehen. Wir hatten dann ein angenehmes Gespräch auch zum Thema Camping. Ich habe dazu angeregt, noch mehr Stellplätze zu bauen, denn der Bedarf ist einfach da. Wir haben einiges dann über El Chido erfahren und über das Rathaus hier. Und dann hat jeder ein kleines Gastgeschenk bekommen und dann ging es für uns weiter. Vom Rathaus ging es dann in die Markthalle. Ja, was anderes und dann ein Grill, ja, und dann Sie können entweder Fleisch oder Fisch oder Fleisch und Fisch, ja, wie Sie möchten, ja, es hängt von Ihnen ab, ja, so, kennen Sie schon, Sie waren schon hier, ja? Ja. Okay. Also es geht um Folgendes, hier kann man sich Fisch, Fleisch oder auch Gemüse kaufen und das mitnehmen zu einer, ja, es ist mehr oder weniger eine Bar. Dort wird das dann zubereitet, wie man es möchte und man kann es dann hier gleich in der Markthalle essen. Wir haben uns für Rindfleisch entschieden und lassen uns was zuschneiden. Einmal was zum Mitnehmen und zum anderen wollen wir auch kleine Filets hier essen. Es gibt hier ein reichhaltiges Angebot, was Fleisch und Fisch betrifft und natürlich Gemüse auch. Sie, ich werde jetzt vielleicht Tomaten oder so etwas, ja, kaufen. Soll eine Paprika, kann er die machen? Sie auch, natürlich. Sie? Jetzt gibt man sein Fleisch, Fisch oder was immer man auch dabei hat am Tresen ab und dann wird das zubereitet und man kann sich dann wieder fertig abholen.
Francisco hatte für uns den Platz hier reserviert, den Tisch. Das ist wichtig in der Mittagszeit, da ist dann doch hier ganz schön Betrieb. Als das Fleisch kam, waren wir ein bisschen erstaunt. Es war klein geschnitten. Nach dem Braten ist es zurechtgeschnitten worden. Und ja, war kein Problem, hat super geschmeckt. Aber wir hatten ja angenommen, jeder bekommt sein Stück Fleisch. So wusste keiner mehr, wem was gehört. Aber es hat allen gut geschmeckt. Man kann natürlich auch alleine die Marktteile besuchen, sich Lebensmittel hier einkaufen und zubereiten lassen. Man muss es nicht mit einer Führung zusammen machen. Als letztes ging es dann noch zu einer kleinen Konditorei. Dort konnten wir dann noch was Süßes kaufen. Am Ende waren wir gut versorgt für die nächsten Tage mit Fleisch und Süßem. Und somit ging es dann zurück zum Auto und Francisco hat uns dann wieder zurückgebracht zum Campingplatz. Das Ganze hat dann vielleicht 4 Stunden etwa gedauert und war sehr unterhaltsam und informativ. Wir sagen danke, Francisco, hast du gut gemacht. Wir waren alle zufrieden. Auch wollen wir über den Preis hier mal kurz sprechen. Er hat 60 € verlangt. Auch das ist voll in Ordnung, haben wir gerne gezahlt. Das soll es mal wieder gewesen sein. Ich sage Dankeschön wie immer fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.